Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie einige vielleicht wissen, habe ich letztes Jahr die bisher größte Motorradreise in meinem Leben gemacht, und zwar von Deutschland nach Armenien und auch wieder zurück. Und obwohl die Honda an sich schon ein sehr geeignetes Reisemotorrad ist, sprechen wir mal heute über die Top 5 Anbauteile, die hier so verbaut sind. Wer vielleicht für dieses Jahr noch eine etwas größere Reise plant, für den ist das eventuell interessant. Die Teile können natürlich auch an jedem anderen Motorrad verbaut werden. Also Freunde, dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit Teil Nummer 1. Also Nummer 1 auf der Liste ist das Windschild. Und zwar nicht nur irgendein Windschild. Ihr seht schon, hier oben noch eine kleine Scheibe extra mit drauf. Ja, also die Honda ist an sich ein relativ niedriges Bike. Ich bin auch ein relativ niedriger Typ. Also mit 1,73 bin ich tatsächlich nicht der Größte. Aber trotz dieses einigermaßen großen Windschilds kriege ich den Wind immer wieder oben an den Kopf, beziehungsweise an den Helm. Und da gibt es eben diese kleine Add-on-Scheibe, die ihr euch auf eure normale Scheibe montieren könnt, falls eure nicht ausreichend ist, weil gerade auf langer Reise, gerade bei langen Autobahnetappen unter anderem, ist natürlich sehr viel entspannter, wenn man keinen Wind mehr am Kopf hat. Und auch bei Regen nimmt das hier richtig gut was weg von der Brust und auch vom Kopf. Also wenn es leicht regnet, habe ich dann unter anderem auch gar keinen Regenkombi angezogen, weil einfach durch die Scheibe schon sehr viel an Wind und an Regen einfach weg ist. Die Scheibe verlinke ich euch auch noch unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise verlinke ich da meine Website, wo ich eine Auflistung von allen Teilen gemacht habe, die hier so an der Honda verbaut sind. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Kommen wir zum zweiten Teil und somit dem wichtigsten meiner Meinung nach, und das ist hier unten eben die Motorschutzplatte. Ich blende euch auch gleich mal 2 Bilder ein, wie die nach meiner Reise aussah. Und ihr seht es, also die hat richtig tiefe Dallen und Kratzer abbekommen. Ohne die wäre höchstwahrscheinlich irgendwas da unten am Arsch gegangen, sei es jetzt der Krümmer oder irgendwelche anderen Bauteile, die hier unten in dem Bereich liegen. Also wer auch ein bisschen Offroad fahren will, die Honda ist halt sehr, sehr niedrig. Also die hat relativ wenig Bodenfreiheit. Die ist eigentlich auch nicht für Offroad geeignet. Deswegen müsst ihr euch natürlich klar machen, auch teilweise noch in Europa gibt es natürlich, gerade im Balkan, mehrere Passagen, wo halt einfach mal die Straße aufhört und das entweder dann auf Schotter oder halt unbefestigtem Weg irgendwie weitergeht, und dass ihr da euch nichts kaputt macht. Und eine Motorschutzplatte ist für mich auf jeden Fall ein Muss. Zudem natürlich auch Sturzbügel ist für mich auch eigentlich unverhandelbar, sollte dran sein. Hier auch noch ein Motorschützer, weil sehen wir hier schon, haben wir leichte Kratzer drin. Das ist tatsächlich auch gar nicht von mir. Die wurde mir leider in Georgien einmal umgeschmissen nachts. Hab's dann erst am nächsten Tag gesehen. Da hat sie jemand wieder aufgestellt, aber mir ist dann, wo ich wieder losgefahren bin, unterwegs aufgefallen, so hey, irgendwie der Spiegel war locker, und dann so, warum sind hier Kratzer? Und dann habe ich immer mehr entdeckt. Ja, die wollte wohl nachts irgendjemand umstellen oder eventuell klauen, weiß ich nicht. Sturzbügel haben da einiges verhindert, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall auch ein Muss für mich. Jo, kommen wir zum Teil Nummer 3, und das sind hier die Handguards. Für mich auch ein unglaublich wichtiges Teil, da man ja unter anderem noch nicht genau weiß, wo man auch landet. Ist von den Temperaturen teilweise ziemlich unterschiedlich. Manchmal ist es kalt, manchmal ist es warm, und die nehmen hier auf jeden Fall sehr gut den Wind von der Hand weg. Ich habe gesehen, manche, die auf Langzeitreise gehen, nehmen dann 2 Paar Handschuhe mit. Ich hatte nur 1 dabei, und zwar ein ziemlich dünnes Sommerhandschuhpaar. Das sind die Revit Sand 4, würde ich auch auf gar keinen Fall empfehlen. Blende ich auch mal kurz ein, wie die nach dem Urlaub aussahen. Also die haben sich ziemlich schnell aufgelöst. Bin ich nicht zufrieden mit der Qualität tatsächlich. Aber ja, die Handguards nehmen, wie gesagt, hier schon mal sehr gut Wind und auch Regen teilweise weg. Sind ja auch eigentlich eher zum Schutz, ne? Falls das Bike mal irgendwie umkippt oder ihr seitlich irgendwo hängen bleiben solltet, dass ihr euch nicht gleich die Hand irgendwie aufreißt. Was mir erst gegen Ende leider der Reise bewusst geworden ist, was vielleicht einigen von Vorteil sein könnte, diese Handguards hier kann man an diesem Gelenk verstellen, und dann habe ich sie einfach, wenn es heiß war, weil ich bin auch unter anderem durch die Türkei gefahren, da hat es 40 Grad gehabt, und wenn du dann nicht mal mehr Luft an deinen Händen hast, dann ist das natürlich extrem. Und deswegen habe ich die dann einfach so aufgestellt, dass ich wenigstens hier ein bisschen eine Belüftung an meinen Händen habe. Und wenn es dann wieder kühler wurde, habe ich sie ganz einfach wieder reingeklappt. Das natürlich in Kombination mit einer Griffheizung
ist natürlich optimal. Also wie gesagt, ich war unter anderem mal auf Berge, 2.000, 3.000 Meter, da wurde es kalt, Griffheizung an, hier Windschutz, trotz relativ dünner Handschuhe, keine kalten Hände. Und dann eben wieder, wenn man vom Berg runterkommt und es wieder heiß wird, dann klappt man das ganz einfach auf, hat ein bisschen mehr Belüftung an der Hand. Finde ich so vom Ding her echt eine super Kombination. Und da spart man sich eventuell ein zweites Paar Handschuhe. Ja, und wenn wir schon hier am Bereich Lenker sind, können wir gleich über das nächste Bauteil sprechen. Das ist der Tempomat. Viele modernere Motorräder haben es natürlich schon von Haus aus verbaut. Ältere Bikes, dieses hier ist von 2014, meine ich, hat es nicht. Und da gibt es unterschiedliche Modelle zum Nachrüsten. Ich habe hier eines der günstigsten Dinge genommen. Das ist einfach hier so eine Klammer. Die wird über den Gasgriff drüber geschoben und dann lässt sich das hier mit einem Finger entsprechend einfach feststellen. Und dann bleibt es einfach so. Wir beschleunigen sogar noch, das kann man natürlich auch wieder ein bisschen regulieren, ein bisschen nach vorne drehen den Gasgriff, um das wieder rauszunehmen. Und dann haben wir hier einfach chilligen Tempomat drin. Das ist gerade auf langen Autobahnetappen extrem entspannt. Finde ich eine sehr, sehr geile Sache. Will ich auf keinen Fall mehr missen auf längerer Reise. Dann kommen wir schon zum letzten Teil. Das ist hier unten die Seitenständer-Auflage. Einfach eine vergrößerte. Die hier ist von Hepco und Becker. Gibt es natürlich unterschiedlichste Modelle. Aber finde ich sehr, sehr geil. Gerade wenn ihr auch campen geht und das Zelt und alles Mögliche dabei habt und mal an einem Platz wie zum Beispiel hier anhaltet, einfach auf einer Wiese. Die Wiese eventuell noch nass ist, da kann schon mal sein, dass es den Ständer in den Boden drückt. Gerade wenn ihr noch schwer beladene Koffer dran habt, dann kippt euch eventuell das Bike um. Also auch gerade wenn man keinen Hauptständer hat, ist das, finde ich, ein riesiges Plus, weil die einfach stabiler meiner Meinung nach steht auf losem Untergrund. Da muss man sich da ein bisschen weniger Gedanken machen, wenn man nachts im Zelt liegt, ob jetzt irgendwie nachts Regen kommt und das dann umkippt. Ja, man kann natürlich auch irgendwie einen Stein oder was auch immer ihr draußen findet, unter den Ständer legen, um das nochmal ein bisschen zu stabilisieren. Da muss das nicht unbedingt so eine Platte sein. Als allerletztes habe ich noch einen kleinen Bonustipp und das sind hier diese Gabelschützer. Die waren richtig günstig, kostet wenig Geld und bringt euch enorm was, weil die Gabel ist hier gerade bei der Honda sehr schlecht geschützt. Wenn hier Steine oder was unter anderem an die Gabel fliegen, kann es sein, dass es hier eben beschädigt wird. Entsprechend die Dichtung dann auch unter anderem beschädigt wird und ihr dann eben Gabelöl irgendwann nicht mehr hier drinne, sondern draußen habt oder auf der Bremsscheibe. Und das ist jetzt nichts, was man im Urlaub haben will. Und ich glaube, es hat keiner Lust, im Urlaub einfach nochmal einen Gabelservice machen lassen zu müssen. Die sind zwar sehr kurz, ne, aber es schützt genau den Bereich, wo die Gabel auch später eintaucht. Hier oben ist ja jetzt nicht so relevant, ob da ein Steinschlag kommt oder nicht, aber eben in dem Bereich, wo die Gabel beim Bremsen eintaucht. Die werden einfach auch aufgeklipst und dann kommt ein Kabelbinder drum und dann ist das Ganze fertig. Jo, das waren so meine Top 5 Anbauteile an dem Motorrad, die mir auf jeden Fall auf der Reise das Leben leichter gemacht haben. Wer noch irgendwelche Ergänzungen hat, bitte haut es mir gerne in die Kommentare. Ich und auch die Leute, die es lesen, freuen sich drüber. Wer dieses Jahr noch auf kleine oder große Reise geht, dem wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß und eine gute und sichere Fahrt. Und an alle anderen auch bald schönen Saisonstart. Also wir haben heute schon wieder 10 Grad. Es sieht relativ gut aus, dass wir Anfang März alle wieder spätestens loslegen können. Bis dahin, Leute, macht's gut, ride safe, haut rein und tschüss.